Heute zeige ich euch, wie ihr einen Wickelmantel mit Schalkragen und den Einsatz einer Nähmaschine einfach mit etwas Wolle und Faden sticken könnt. Hallöchen ihr Lieben, ich bin's Juliana vom Do-It-Yourself-Modelabel Juliana Matejevs und heute zeige ich euch, wie ihr diesen coolen Stickmantel fertigen könnt. Das ist quasi der Nachfolger unseres viral gegangenen Nelly Coats. Die Technik ist die gleiche, die Silhouette eine ganz andere. Dieser Mantel ist lang, hat einen Schalkragen, wird mit einem Gürtel gebunden. Wie ein Bademantel, sieht nur viel cooler aus. Der Stickmantel, The Kelly Coat, wird mit Hand gestickt. Das heißt, ihr braucht außer einem Stoff, der nicht franzt, ganz wichtig, nur eine Nadel und etwas Wolle und dann kann es schon losgehen. Das Coole ist, dass ihr dieses Projekt ganz einfach mit auf die Couch nehmen könnt, denn es funktioniert ja komplett ohne Nähmaschine. Und wie, das zeige ich euch jetzt. Ich erkläre euch als erstes einmal die Sticktechnik, wie genau sie funktioniert und dann, wie ihr alle einzelnen Schnittteile zusammensetzt, damit ein richtiger Mantel entsteht. Also macht direkt mit, pausiert, wo ihr es braucht, wiederholt so oft ihr möchtet, dann kann nichts schief gehen und ihr könnt auch nichts vergessen. Das Schnittmuster könnt ihr euch ganz einfach über den Link in unserer Beschreibung herunterladen oder euch als Papierschnittmuster nach Hause zuschicken lassen. Wenn ihr aber genau den Waldklodenstoff und die Wolle nutzen möchtet, die wir hier in diesem Video zeigen, dann ist das auch kein Problem. Ihr könnt euch ganz einfach das Nähset bestellen und dann bekommt ihr alles, was ihr braucht, in der richtigen Menge und super guter Qualität zu euch nach Hause geschickt. Ja, dann würde ich sagen, wir gucken mal, was es dann alles überhaupt so braucht. Und bevor ich es nachher vergesse, liked und kommentiert doch super gerne dieses Video, wenn es euch gefällt und abonniert auch unseren Kanal. Das wäre so cool. Dann könnt ihr keinen Teil der nächsten Kollektion mehr verpassen und wir können noch ganz viele neue Tutorials für euch drehen. Also ganz viel Spaß! Was wir also so benötigen, natürlich unser Schnittmuster, dann einen nicht franzenden Stoff wie hier den Waldkloden, Wolle, am besten gleich 2 Knäuel, eine gröbere Sticknadel oder Wollnadel mit spitzer Spitze und ein Stoffetikett. Wenn ihr dann die Schnittteile auf dem Papierschnittmuster oder in eurem zusammengeklebten, ausgedruckten Schnittmuster ausgeschnitten habt, dann könnt ihr die genau auf euren Stoff legen und so häufig zuschneiden, wie es genau auf jedem einzelnen Schnittteil zu sehen ist. Legt alle Teile richtig im Fadenlauf auf, das heißt der Fadenlaufpfeil, der liegt genau parallel zu eurer Webkante. Und am Pfeil könnt ihr dann entlang messen und gucken, ob die Abstände überall gleich sind, dann heißt das, es liegt im Fadenlauf. Steckt dann eure Schnittteile genau so auf dem Stoff fest, wie es auf dem Schnittbild in eurem E-Book oder eurem Booklet zu sehen ist für eure Größe und steckt die Teile ringsherum fest, damit sie richtig auf dem Stoff sitzen. Die Nahtzugaben sind bereits im Schnitt enthalten. Dann werden wir zuschneiden. Wir können genau an der äußeren Kante unserer Schnittteile entlang schneiden. Führt die Schere über den Tisch entlang, dann schneidet ihr am schönsten und arbeitet euch dann von Kante zu Kante hervor, sodass ihr alle Schnittteile dann so häufig ausgeschnitten habt, wie es eben auf ihnen zu lesen ist. Als nächstes bereiten wir unsere Nadel vor und fädeln sie einmal ein, sodass eine Seite von dem Garn kurz hängt, also nur so 10-15 cm lang und die andere Seite soll lang hängen. Die können wir dann abschneiden von unserem Knäuel und so ungefähr bei 1-2 Armlängen Länge. Ihr könnt dann beim Sticken auch gucken, welche Längen euch am besten liegen. Je länger der Faden, desto länger muss man ihn durchziehen, aber weniger oft wechseln. Und dann machen wir in das Fadenende einen Knoten. Wie ihr diesen Knoten macht, ist egal. Ich mache das hier mit so einer kleinen Zaubertechnik. Aber ihr könnt da einfach einen ganz normalen Knoten reinmachen und dahinter den Faden dann abschneiden, kurz hinter dem Knoten. So sollte das Garn immer vorbereitet sein, wenn wir ein neues Stückchen ansetzen. Und dann zeige ich euch als erstes hier einmal bei unserem Gürtel, wie die Sticktechnik funktioniert, denn da haben wir eine ganz lange Strecke als erstes vor uns und da kann man ganz lange üben, geradeaus zu sticken. Und so geht die Technik. Wir stechen immer von unten nach oben als allererstes durch unseren Stoff, 1 cm vom Rand entfernt an beiden Kanten und ziehen so lange an unserem Garn, bis der Knoten uns stoppt. Dann gehen wir wieder von unten nach oben, 1 cm rechts davon in den Stoff, auch 1 cm von der Kante entfernt und wickeln unseren Faden von rechts nach links um die Nadel hinten herum, dass es so aussieht. Dann ziehen wir einfach nur noch an der Nadel. Der erste Stich sieht immer noch etwas anders aus als die folgenden Stiche, aber genau diese Technik wiederholen wir jetzt die komplette Zeit. Wir stechen also wieder von unten nach oben in den Stoff ein,
1 cm davon entfernt, wo wir eben eingestochen haben, 1 cm von der Kante entfernt, wickeln den Faden von rechts nach links um die Nadel und ziehen an der Nadel. So lange, bis sich das Garn genau an der Kante entlang legt. Zieht nicht fest da, denn das soll natürlich genauso bleiben und sich nicht so stark zusammenziehen. Dann wieder von unten nach oben einstechen, Faden um die Nadel wickeln, von rechts nach links und festziehen. Das ist die Technik. Es ist wirklich kinderleicht. Es wiederholt sich die komplette Zeit. Und genau so arbeiten wir uns dann an den glatten Kanten hervor. Ich mache das jetzt noch ein paar Mal vor. Es ändert sich nichts. Wenn ihr möchtet, dann könnt ihr auch für die ersten Stiche oder auch die ersten Strecken immer mal ein Lineal dazu nehmen und die Abstände messen, damit die möglichst gleichmäßig sind. Nach einer Weile solltet ihr aber schon so ein Gefühl dafür entwickeln und dann müsst ihr das auch nicht mehr nachmessen. Guckt also gerne nochmal ein paar Stiche lang zu, macht auch gerne direkt mit und pausiert da, wo ihr es braucht, spult auch gerne nochmal zurück, gar kein Problem. Und dann bekommt ihr das gleich auch genauso hin. Das Coole ist, dass wirklich dies die Technik ist, mit der wir den gesamten Mantel zusammensetzen. Es kommt dann nur darauf an, welche Schnittteile wie zusammengesetzt werden. Und das zeige ich euch ja hier. Übt jetzt also gerne mal mit einem Reststück und einem Probefaden, so lange bis sich euer Faden dem Ende nähert, also sehr kurz ist und nur noch so 10-15 cm über sind. Und dann zeige ich euch jetzt als nächstes, wie ihr den Faden vernäht und wie ihr dann mit einem neuen Faden beginnt. Das ist jetzt also hier der Fall. Mein Faden ist nicht mehr sehr lang. Ich drehe dann meinen Gürtel oder auch das Teil, an dem ihr dann später arbeitet, einmal um und steche hier auf der Stelle bei meinem letzten Stich entlang bei der Spitze des Garns, das man da sieht. Und ziehe dann meine Nadel durch die Schlaufe, die entsteht. Das Ganze mache ich nochmal. Ich nähe auf der Stelle. Und die Schlaufe, die da entsteht, da führe ich meine Nadel durch. Ziehe fest. So ist der Faden schon vernäht. Den Faden könnt ihr dann kurz hinter dem Knoten abschneiden. Wenn also dann ein Faden zu Ende gegangen ist, aber die Strecke noch nicht beendet ist, dann müssen wir mit einem nächsten Faden weitermachen. Den bereiten wir mit der Nadel genauso vor, wie wir es ganz am Anfang gemacht haben. Und dann zeige ich euch jetzt, wie ihr den hier anschließt. Ihr geht einmal mit der Nadel genau dort durch den Stoff auf der Stelle durch, wo ihr auch eben vernäht habt, so lange bis euch der Faden stoppt. So, jetzt von der rechten Seite aus betrachtet, sieht das Ganze schon so aus. Ihr könnt jetzt einmal hier durch die letzte Schlaufe gehen, von unten nach oben. Und dann wieder genauso weitermachen wie zuvor. 1 cm rechts davon wieder von unten nach oben durch den Stoff einstechen, den Faden herumwickeln. Und dann wieder so weit festziehen, dass der Faden sich genau an die Kante legt. Und ihr werdet sehen, es ist also jetzt nichts erkennbar, gar nicht, dass da ein neuer Faden angesetzt wurde, wenn ihr das genauso macht, wie ich das gerade gezeigt habe. Ja, und dann könnt ihr die Strecke, an der ihr dann eben arbeitet, später einfach weiter sticken. So lange, bis der Faden dann auch wieder alle ist und die nächsten ansetzen. Und immer so weiter. Wenn ihr die Technik dann mit eurem Probeteil und einem Reststück geübt habt, dann kann es mit den oberen geraden Kanten von eurem Taschenbeutel losgehen. Stickt diese beiden Strecken bitte einmal. Dann habt ihr auf euren Vorderteilen von dem Mantel Positionen für eure Taschen und die könnt ihr euch etwas mit Kreide markieren, sodass ihr die jetzt gut sichtbar habt und genau dort dann unsere vorbereiteten Taschenbeutel anlegen, bei denen wir ja die obere Kante bereits bestickt haben. Mit Stecknadeln stecke ich mir dann den Beutel genau auf die richtige Position entlang der runden, offenen Kante, sodass der Beutel jetzt fest auf dem Vorderteil sitzt und ich dann gleich nur noch drumherum sticken muss. Genau dies ist jetzt die nächste Strecke, die ich sticke. Gestickt wird immer von links nach rechts bei dieser Sticktechnik. Das heißt, ich fange bei der linken oberen Seite von meinem Taschenbeutel an. Und die Sticktechnik ist hier genau die gleiche, nur dass wir gleichzeitig durch 2 Lagen des Stoffs arbeiten. Ich bin jetzt also von der linken Seite des Vorderteils gekommen und habe ganz hier am Rand entlang durch den Stoff und durch die Tasche gestochen. Gehe dann mit meiner Nadel einmal durch die Schlaufe, die wir da ganz am Rand gestickt haben, hindurch. Und sticke dann von ganz oben nach ganz unten durch die Stofflage, also wieder bis zur linken Seite des Vorderteils. Komme dann 1 cm entfernt hier wieder heraus, wickel dann meinen Faden von rechts nach links um die Nadel und ziehe meinen Faden fest. Die Sticktechnik ist also die gleiche, nur dass wir gleichzeitig dabei 2 Lagen aufeinander befestigen.
Ich gehe also von oben nach unten und von unten nach oben durch den Stoff im Abstand von 1 cm zueinander, wickel den Faden herum und ziehe ihn fest. Wieder von oben nach unten durch den Stoff, von unten nach oben durch beide Lagen zusammen, wickel den Stoff, ziehe die Nadel fest. Und so umsticke ich jetzt diese gesamte Kante der Tasche, die noch offen ist, mache das auf beiden Seiten von meinem Vorderteil mit beiden Taschen und sticke immer im Abstand von 1 cm. Dann zeige ich euch noch kurz hier die Rundungen. Die sind gar nicht schwer, die gehen auch ganz genau so, nur dass der Abstand im inneren Bereich, dort wo wir von unten nach oben stechen, etwas enger zusammen sein muss als dieser Zentimeter, denn dann wird der Verlauf am gleichmäßigsten. Ihr könnt das gerne mal bei einem kleinen Probestück ausprobieren. Das muss man einfach so ein paar Mal probiert haben, um den Abstand so ein bisschen zu ertasten. Aber es sind einfach so ein paar Millimeter enger, damit der Verlauf gleichmäßig bleibt. Und dann zur geraden Kante könnt ihr dann wieder mit dem 1 cm weitermachen, so wie ich es hier mache. Befestigt jetzt also bitte einmal beide Taschenbeutel komplett. Dann geht es weiter mit dem Kragen. Dafür legen wir einmal unsere beiden Vorderteile, die jetzt mit Taschen versehen sind, so wie ich es hier vormache, zueinander hin, sodass die beiden rechten Stoffseiten mit den Taschen nach oben liegen. Überlappt dann eine Kante über die andere, und zwar um 1 cm, und steckt diese beiden Strecken bitte einmal aufeinander. Anders als beim normalen Nähen stecken wir hier also die Strecken immer links auf rechts. Ganz wichtig zu beachten bei dieser Naht ist aber, dass wir hier von der linken Stoffseite aus sticken, denn da der Kragen später umgeschlagen wird, möchten wir, dass die schöne Sticknaht auf der linken Seite ist und später dann außen zu sehen ist. Also einmal von links sticken. Dann können wir hier den Schlitz vorbereiten. Und wie ihr auf dem Schnittmuster seht, müsst ihr bei einer Seite hier rechts noch die Nahtzugabe abschneiden, denn diesen Übertritt braucht es nur auf einer Seite. Zeichnet euch also bitte einmal die Strecke ein und schneidet diese Strecke einfach ab. Die gerade Kante auf der Seite mit dem Übertritt möchtet ihr jetzt hier bei dieser Strecke einmal absticken, wie wir es schon ganz am Anfang gemacht haben. Und das sieht dann also so aus. Bereitet das bitte einmal auf der Seite vor. Dann geht es weiter mit der hinteren Mitte. Da legen wir jetzt beide Rückteile auch überlappend aufeinander. Also 1 cm soll sich hier überlappen. Und wir stecken die Strecke einmal fest bis zum Schlitz. Und dann sticken wir einmal vom Halsloch bis zum Schlitzanfang. Wichtig ist, dass die Garnkante wieder oben liegt und entlang der rückwärtigen Mitte läuft. Ich habe jetzt bis zum Schlitz gestickt und werde jetzt hier diese kleine schräge Verbindung noch feststicken. Das ist der nächste Schritt, also eine ganz kurze Strecke und einfach bis zum Ende, das kann man hier ganz gut ertasten. Ich stecke mir das auch noch einmal fest, sticke ich jetzt einmal schräg entlang. Dafür drehe ich mir das Ganze einmal um, denn ich will ja wieder von links nach rechts sticken. Mache hier oben noch einen Stich. Und dann gehe ich in die Schräge. Ich gehe einmal hier durch das Garn und sticke dann von dort aus hier weiter, genau dort, wo ich fühle, dass die untere Lage, die Schräge, genau dort liegt. In dem Fall sticke ich gerade von rechts nach links und dann muss ich immer das Fadenende von links nach rechts um die Nadel legen. Ihr könnt das aber auch andersrum machen. Wenn ihr das Stückchen dann befestigt habt, dann steckt die Nadel bitte einmal auf die linke Stoffseite und vernäht den Faden da. Faden abschneiden und so sieht das Ganze dann aus.
Und dann fehlt natürlich noch die hier oben liegende Strecke, die noch jetzt ganz offen ist. Die sticken wir noch einmal gerade runter. Dann können wir Vorder- und Rückteil zusammenstecken und legen jetzt einmal hier unser Vorderteil mit dem angeschnittenen Kragen so vor uns hin, dass die rechte Stoffseite oben liegt. Nicht verwirren lassen, eben die Naht bei dem Kragen haben wir ja von links gestickt und das ist auch richtig so. Trotzdem soll jetzt hier die rechte Stoffseite oben liegen und auch die rechte Stoffseite von unserem Rückteil kommt darauf und die überlappt jetzt unser Vorderteil um 1 cm. Wir stecken die Strecke jetzt komplett fest und zwar hier bei den Schultern und bei dem Halsloch komplett und auch die andere Schulter. Und dann sticken wir jetzt also das Rückteil auf das Vorderteil, einmal hier herum. Wenn man das umdreht, dann sieht das genau so im gestickten Zustand aus. Dann sticken wir den Ärmel ein und was man hier oben sieht, ist das Vorderteil links und das Rückteil rechts und die Schulternaht zeigt gerade auf uns zu. Der Knips des Ärmels zeigt genau zur Schulternaht und die beiden Knipse im Vorder- und Rückteil markieren den Anfang und das Ende von unserem Ärmel. Genauso legen wir den Ärmel jetzt mit der langen Strecke oben unter die Seite von unserem Vorder- und Rückteil. Stecken also die Knipse genau an die richtigen Stellen und Anfang und Ende auch wiederum auf die Knipse. Das machen wir mit beiden Ärmeln auf beiden Seiten unseres Vorder- und Rückteils und sticken dann diese Strecke. So sieht das dann von der rechten Seite aus. Das sieht dann genau so aus, wenn wir es von der linken Stoffseite aus betrachten. Und als nächstes falten wir jetzt einmal den Ärmel genau in der Mitte, sodass die Ärmelnähte aufeinander liegen und auch das Vorder- und Rückteil, die liegen jetzt mit den linken Stoffseiten aufeinander. Jetzt stecken wir eine ganz lange Strecke und zwar vom Ärmelsaum runter bis zum Saum unseres Mantels. Dabei liegt das Vorderteil vom Ärmel und auch von unserem Korpus immer auf dem Rückteil. Wir bilden also hier beim Ärmel jetzt so einen richtigen Schlauch und stecken die Lagen aufeinander, ohne dass wir jetzt irgendwie noch auf die andere Seite von dem Ärmel durchstechen, sondern wir verbinden einfach nur diese beiden Lagen und die überlappen sich auch wieder um 1 cm. Oben unterm Armloch gibt es dann eine kleine Ecke, auch die stecken wir zusammen und stecken dann noch die restliche Strecke bis zum Saum. Auch hier überragt wieder das Vorderteil das Rückteil und wir stecken wirklich nur durch diese beiden Lagen. Der Saum sollte genau auf einer Höhe liegen, steckt hier einmal rum und dann nähen wir also diese gesamte lange Strecke zusammen mit unserer Sticktechnik. So sieht das dann aus, wenn die Strecke fertig gestickt ist und das sollte bei euch genauso auf beiden Seiten gemacht worden sein. Einmal den ganzen Ärmel und die komplette Seitennaht. Dann kommt eine Strecke, die ist sogar noch länger und zwar fangen wir bei dem Schlitz hinten an, am Saum entlang, die ganze vordere Kante hoch, entlang des Kragens, rum bis zur hinteren Mitte und von da aus wieder auf der anderen Seite des Kragens runter bis zur anderen Seite des Schlitzes. Die ist super, super lang. Gebt euch hier nochmal richtig Mühe. Wenn ihr bei der Kragenhöhe angekommen seid und da einen neuen Faden ansetzen müsst, dann macht das bitte auf der rechten Stoffseite da, denn es wird dann ja auch wieder ab einer bestimmten Stelle im Vorderteil nach außen umgeschlagen und an den unteren Seiten, also am Saum und an den vorderen Kanten, kann noch innen vernäht werden, aber ab Kragenhöhe dann bitte außen vernähen. Dann sticken wir noch genauso einmal ringsherum um unsere Ärmelsäume. So sollten die Säume dann danach aussehen. Ringsherum und der Faden legt sich wieder um die Kante. Dann geht es einmal weiter mit dem Gürtel. Legt jetzt bitte die Teile an den kurzen Seiten 1 cm überlappend aufeinander, steckt es auch gerne fest und schließt diese kleine Strecke als nächstes. Dann brauchen wir diese kleinen Schnipsel, das sind unsere Gürtelschlaufen und die sticken wir als nächstes auf unseren Mantel. Die Gürtelschlaufen legen wir dann genau auf die Position, die ihr auch im Schnittmuster findet, auf die Seitennaht und sticken sie dann oben und unten fest. Wenn ihr möchtet, dann näht doch jetzt gerne noch euer Stoffetikett ein, einfach in die hintere Mitte. Ihr könnt die auf dem Kragen befestigen
und genau durch die Nahtzugabe einfach nur stechen beim Nähen, dann wird es nicht außen sichtbar und dann sage ich herzlichen Glückwunsch! Ja, das war's. Der Mantel ist fertig und mich würde es mega interessieren, für welchen Stoff und mit welcher Wolle ihr euch entschieden habt zu sticken. Denn die Möglichkeiten sind ja quasi wieder grenzenlos und jedes Unikat ist bestimmt so ein echter Blickfang geworden. Teilt die Resultate gerne unter dem Hashtag JulianaMatthäus_on_me und dann freue ich mich auf unser nächstes gemeinsames Video. Wenn ihr möchtet, dann könnte das zum Beispiel der passende Stickrock sein. Den verlinke ich euch hier. Also bis dahin, fühlt euch gedrückt und bis bald!